Hola, was geht, was geht? Neues Video und da mich die Hitze so ein bisschen daran erinnert, als wäre ich back auf Defcon, gehen wir rein in, für mich, das geilste Set, also was ich auf jeden Fall gesehen habe, an dem einen Tag von Defcon 2026, nämlich gesellige Abtempo. Hat mich mies abgeholt, hatte ich ja auch schon gesagt bei der letzten oder ersten Reaction zu gesellige Abtempo Shitshow von letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Bin ich mir gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Bin gespannt, was sie daraus gemacht haben, wie es aussah, wenn man in der Mitte stand, weil ich muss ehrlich sagen, ich stand hier irgendwo. Ah ne, sieht man gar nicht. Hier rechts. Hier rechts. Ja doch, hier ganz vorne. Ja, hab viel gesehen. Hat richtig Spaß gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie das ganze Ding so abfeuert. Wir gehen rein. Let's go. Hail our professional party poopers. Gezellige Uptempo. Also ich muss ehrlich sagen, die Stage sieht von vorne noch krasser aus. Oder es sieht alles noch krasser aus als von der Seite. Wäre es nicht so heiß gewesen, dann wäre ich auch öfter in die Mitte gegangen oder nach links und hätten wir alles noch ein bisschen mehr gegönnt. Aber auch eine sehr geile Stage. Defcon 1. Defcon. Hätte mir das mal jemand gesagt, dass ich hier irgendwann sitze, noch nicht mal nach 2 Jahren Reaction-Zeit, voll auf Hardstyle, umgepolt, ich mir gesellige Abtempo angucke oder höre. Ja, die macht die Defcon und Hardstyle und die ganzen Festivalbesucher an. Das ist Wahnsinn. Hopp, hopp. Defcon 1. Okay, Defcon 1, if you're ready to party with us, make so fucking noise. Ich muss ehrlich sagen, also ist schon, die Stage sieht so crazy cool aus. Gerade wenn man so mittig steht, also das sieht schon geil aus. Aber ich fand die auch von außen sehr, sehr geil. Ist das geiler Shit, ey. Muss aber auch ehrlich sagen, warum ich die Tracks gerade so feier, liegt einfach wirklich daran, an der Truppe, mit der ich los war, ne? Oder jetzt auch eigentlich immer aufs Festival fahre, auf Festivals fahre. Die geben einfach so, das macht einfach mega Spaß, mit den Leuten da zu chillen und zu sehen, wie die Musik feiern, ne? Und dann auf Festivals ist das sowieso nochmal krasser. Du siehst die ganzen Menschen, wie die zu so einer Mucke abgehen ist. Ey. Das pusht dich einfach nochmal mehr, die Mucke zu feiern. Back to the old school.
Warum ist nämlich eigentlich jedes Mal bei dem Sound kaputt lassen? Bouncer. Ich wusste auch nicht, dass mich Bouncer so abholen kann, ne? Noch nie gehört. Wo ich das erste Mal gehört habe, das hat mir Spaß gemacht. Auch krass, wie die Crowd dazu abgegangen ist. This is the bouncer. Bouncer. Ladies and gentlemen, this is the bouncer. Bouncer. Aber ich find's geil. Alleine wenn du so da reinguckst, siehst du einfach, wie heiß es an dem Tag war, ne? Gefühlt alle da irgendwie oberkörperfrei oder sehr leicht bekleidet. This is the bouncer. Ich finde es aber auch krass, diesen Unterschied zu hören. Weil, wenn du da warst, hat dieser Bass, also diese Kick zwischendurch, nochmal so einen krassen anderen Effekt gehabt, als wenn du jetzt so dieses Studio-Version hörst, sag ich mal. Ich check aber auch immer mehr, warum Leute das feiern, ne? Das hat sowas Geiles irgendwie. Aber ich check trotzdem nicht, wie du ganze Zeit 45 Minuten, auch bei so einer Hitze, mit einem Sakko chillen kannst. Und noch schlimmer, mit diesen Scheiße Köpfen. Aber ich glaube, das ist auch so, warum ich das so geil finde. Weil diese Kicks so geil dazukommen, ne? Ah, das zählt, also wie gesagt, also das sieht schon sehr cool aus. Ich glaube, das ändert auch gerade so meine ganze Empfindung, wie ich die Stages, auf denen ich war, platziere. Weil ich habe eigentlich gesagt so, okay, das sieht schon sehr geil aus, aber es gab, ich weiß gar nicht, welche Stage das war, die mich ein bisschen mehr abgeholt hat, aber ich glaube, er hat sich gerade wieder geändert. Ey, unfassbar geil, ey.
Wow. Sigma, motherfucker. Oh. Truck ist super lecker. Wow. Ich finde es aber auch geil, ne, zu sehen. Oder dass es auch im Video so rüberkommt, wie es da abging. Die Leute waren so heiß auf Christliche Abtempo, das war so geil. Aber ich sag ganz ehrlich, diese Bässe oder Keks, wie auch immer, haben mich einfach so ein bisschen mehr in dieses Abtempo-Game reingeholt, ne? Weil ich finde diese Mischung mega geil. So ein geiles Set, also ehrlich. Gerade wenn man so in Abtempo-mäßig reinkommt, ne? Ich meine, klar, ich habe ja überall immer mal so einen Teil gehört und habe immer gesagt, ne, ist nichts für mich. Aber ich finde, so wie Christliche Abtempo das aufbaut, ich glaube, das ist mit der beste Einstieg, den du machen kannst. Um in dieses Abtempo-Game reinzukommen. Das ist einfach cool, irgendwie, ey. Geil. Defcon 1, give it up for ECG! Doe mij een beetje koken, een beetje bier en we slopen de politie. Walla Klaver had mijn visie, fuck mijn hoofd op televisie. Da bin ich immer noch so zwiegespalten, ne? Ob ich das jetzt feier oder nicht. Rap mit Abtempo. Weiß ich nicht, ey. Hands up, hands up! Die me roept en een gram die me aankijkt. Alles door elkaar, ik wil ram van de kaart. Zijn plank, gas, linkerbaan, trappen op zijn staart. Alles door elkaar, ik ben ram van de kaart. Plank, gas, linkerbaan, trappen op zijn staart. Alles door elkaar, ik ben ram van de kaart. Alles door elkaar, ik ben ram van de kaart. Aber ich stelle mir das auch crazy vor, wenn du der Rapper bist. Aber Rap-Music gepaart mit Hardstyle ist ja so weit voneinander entfernt. Und dich da dann hinzustellen, wenn du normale Rap-Auftritte hast, das ist ja ein ganz anderes Leben, ey.
das Ding, das schiebt schon hart, ey. Das macht schon echt Spaß, also ehrlich. Defcon, make some noise for AZG! Das ist auch eine Kombination aus Songs. Geil, ey. Die Kombination finde ich wiederum mega geil. Aber ich bin ja auch so ein kleiner Rock-Fan. Und Rock gepaart mit Hardstyle ist immer noch mega geil. Okay, Defcon, we all want to hear you on this one. Von Rap into Rock into Wörter. Einfach verrückt wie Hardstyle ist. Oder Abtempo. Oder fürchterliche Abtempo. This is where legends rise. Boah, das sieht so cool aus, ey. Defcon, put your hands up! Okay, direkt wieder Gänsehaut, ne? Das ist so geil. Den Shit nochmal wieder erleben, ey. Gleichzeitig macht mir das aber auch so traurig, ne? Ist so eine geile Erinnerung. Und es ist so schade, dass man nicht mehr Erinnerungen machen konnte. Ich will gar nicht sagen, dass wir in Erinnerung beraubt wurden, sondern einfach, dass man nicht mehr machen konnte. Ich muss auch sagen, vom DJ-Pult sieht das auch mega cool aus, ne? Und der DJ einfach auch so eine geile Aussicht. Tausende Menschen, die dich total abfeiern, total mitgehen, was ja sowieso mega geil ist. Und dann so mit diesen ganzen Xen da. Legends rise. Das war ein geiler Übergang, ey. Oh, da müssen wir uns auch noch angucken, ey. Die ganze AR gegen das. Boah, ich hab noch so viel auf dem Zettel, ey. Scheiße. Sigma Ruler, ach du Scheiße. Es ist so krass. Also ich finde, diese Kamera, die wir gerade gesehen haben, es sieht so krass viel aus. Was dir sogar noch nicht mal so vorkommt, finde ich, wenn du da bist. Also klar, es ist voll, es ist viel, aber so viel? Ich finde es krass, dass die Leute so abgefahren sind auf den Shit.
geil. Ich find's so geil, dass man die Crowd auch die ganze Zeit so hört, ne? Leck mich am Arsch, ey. Ja, das macht halt wirklich wieder voll das Feeling, ne? Es ist fucking warm. Ich habe diese Scheißflasche die ganze Zeit neben mir stehen. Und hört halt. I'm back. Das meine ich, es ist so geil, dieses Hin- und Herwechseln auch von diesen loweren, oder was heißt loweren, ne? Oder diesen doch loweren Abtempo, will ich sagen, und höheren Abtempo. Sound, finde ich mega geil. Da klingt das wenigstens nicht so eintönig. Ah, geil. Muss aber auch sagen, ne, also die mit den Lichtern finde ich geil, so wie die auch diesen Vibe von den Songs halt wieder geben. Auch dieser Aufbau immer, ne? Da hat's bei mir richtig gescheppert. Boah, da habe ich direkt Gänsehaut gekriegt, ne? Defcon, how are we feeling? We've waited 1 year for this. We're gonna do it together. Sing it with your friends, your amigo. All at one for Defcon 1, let's go! Direkt wieder Gänsehaut, direkt wieder. Für mich mit einer meiner All-Time-Favorites, ne? Obwohl ich das Ding live gehört habe, leck mich am Arsch, aber da war ich kurz vor den Tränen, ey. Schweini! So mächtig, ey. Und so geil zu sehen, wie alle den Scheiß halt mitmachen, ne? Party razor, cozy boys, bringing you the stinky Thank noise. you, Defcon! Brand new music with Party Racer coming up. Stinky noise. Back with the fart, never came this hard. Better hold your breath, we will wreck this place apart. Back with the fart, better hold your breath, we will wreck this place apart. Back with the fart. Dir wird ja auch alles gegen den Kopf geworfen, ne? Gefühlt alle Richtungen, ey. Bringing you the stinky noise.
Bringing you the stinky noise. Party Razor, Cozy Boys. Das war's geil, ey. Bringing you the stinky noise. Was ich auch geil fand, war auch diese Lichterkette, die um diese Xen, um dieses X halt drumherum gewickelt ist. Voll cool. Party Razor, Cozy Boys. Bringing you the stinky noise. Back with the Ford. Never came this hard. Better hold your breath. We will wreck this place apart. Party Razor, Cozy Boys. Bringing you the stinky noise. Better hold your breath. We will wreck this place apart. Party Razor, Cozy Boys. Bringing you the stinky noise. Wie gesagt, das finde ich halt so geil, ne? Du hast so einen geilen Mixer einfach. Party Razor, Cozy Boys. It's high noon. Boys. Party Razor. Ach, der Shit, der macht einfach Spaß, ey, ehrlich. Und dann nicht mal 2 Jahre sind sie hier und sagen, ey, das macht wohl echt Spaß, ey, das macht echt Spaß, das ist geil. Vor allem ja hier noch, ey, wie kann man sich sowas anhören? Verkehrte Welt, ey. Geil. Bullseye. Ich bin auch die ganze Zeit geil, wie der einfach so diese Lippe hält, ne? Die ganze Zeit wirklich so dieses Nachdenken, so. Ja, ich vermisse dieses Feeling halt wirklich, ne? Ey, so einen halben Tag noch nicht mal halbwegs mitgemacht, weil ich mich eher um so die ganze Umgebung gekümmert habe, mir alles so ein bisschen angeguckt habe und alles. Aber trotzdem, das geht einen direkt so im Bann, ne? Oh! Scheiße!
So verrückt geil, ey. Aber man soll aber auch sagen, ne, also, auch wenn die Sonne natürlich voll reinschallert, es ist crazy, wie geil die Lichtershow auch aussieht. Da bin ich aber immer noch gleich mit meinem alten Take, ey. Je schneller Hardstyle wird, desto geiler wird die ganze Lichtershow. Wobei ich sagen muss, das ist wirklich gutes Tempo für mich. Das ist noch nicht so schnell. Gott sei Dank. So geil, dieses fucking Feeling da, ne? Scheißegal, alles irgendwie so geil. Ich finde das geil, wenn das Licht da so zusammenläuft. Das sieht so cool aus, ey. Fucking laut, ey. Das ist ein geiler Scheiß, ey. Ey, das ist so verrückt. Das ist ja geil so, ne, wie diese Übergänge. Das macht so Bock. Ladies and gentlemen, welcome aboard Uptempo Airlines. Bro, kann ja mal seinen fucking Finger da wegnehmen. The cabin is ready and we are cleared for takeoff. We kindly ask you to grab your neighbor and throw them up high when the beat drops. Flight attendants, please fasten your seatbelts. Ready for takeoff! 3, 2, 1, go! Uptempo Airlines. Ladies and gentlemen, this is your captain with a special request. Amigos, if you got a friend to the left or to the right, grab him and throw him up as high as you can. Throw your friends up in the air, let's go! Was? When the beat drops, throw him up, throw him up! Ready for takeoff! 3, 2, 1. Everybody singing louder. Oh, die Kamera, die packt's noch. Aber guckt euch mal an,
So, das fällt mir jetzt gerade erst auf, weil ich jetzt auf einmal Handys sehe. Die ganze Zeit siehst du keine Handys. Und ich finde, das bringt halt so viel geileren Vibe nochmal rein. Du siehst halt, wenn die Leute so richtig geflasht sind und da leben wollen und nicht in Handy-Shit. Was haben wir denn alle mit Mario? Crazy, wie die Crowd dazu abgegangen ist, ey. Bako betekent eigenlijk gewoon cola, alleen voor de kleur dus. Dit is een Bako, de Dominicaanse Republiek, noemen ze dat. Oh, bro, got the moves! Gasolina. Ah! Gasolina. Ich muss halt immer wieder sagen, ne? Ich liebe Hatz halt immer dafür, dass du so abgehen kannst, wie du willst. Bei anderen Musikrichtungen ist so alles irgendwie vorgegeben, du musst das machen, du musst dies machen, du gehst in Hatz rein. Der eine schmeißt die Hände hoch, die andere ist am total abdancen, der andere Arme nach unten, die andere wieder Arme nach oben. Das ist so geil. Ich verstehe immer noch nicht den Sinn dieser Brille, ne? Boah, das ist einfach so geil aus, ey. Oh, was für eine Kombination aus diesem Sound! Keine Ahnung, was mit der Shit angetan hat, ne? Aber ich finde das so geil. Ja, auch so geil zu sehen, wie nach und nach die ganzen Hände hochfliegen, ne? Die glaube das, Alter. Let's go! This is our last one. Give it all! One more time! Ach du Scheiße. Ich sag ja, irgendwann kommt ein Tempo, wo ich noch nicht ganz drin bin. Aber ich muss ehrlich sagen, was mir an Abtempo halt so gefällt, ist halt wirklich so dieses Auftreten der Menschen da halt, ne? Alle gehen halt voll ab, alle haben Spaß, passen aber trotzdem auf gegenseitig, was normal beim Hardstyle ist. Aber Holy shit! in Handy-Shit und so ist halt so cool. You went through
See you next time. Das völlige Abtempo. Gezellig op tempo! Ey, das ist genauso schnell umgegangen, wie als wo wir da waren. Was für 40 Minuten? Wo? Wann? Wie? Warum? Was? Ey, verrückt. Oh, das ist aber auch ein geiler Shot. Leck mir im Arsch. Ja, den bei den muss ich gleich als Thumbnail nehmen. Ja, geiler Shit. Also, wie gesagt, das war ja so auch das Set, was ich, glaube ich, am meisten geguckt habe oder durchgeschaut habe. Natürlich, Hitze war crazy hart, deswegen finde ich es auch krass zu sehen, wie verrückt diese ganzen Warriors wirklich sind und da mittendrin chillen, weil, also hier wirklich an der Ecke war das schon wirklich verdammt warm. Natürlich mit Sonne und so, dies, das. Wind hat echt gut geholfen. Ja, aber so, das nochmal so zu sehen mit den ganzen Kameraperspektiven macht einfach extrem Spaß. Und da muss ich auch wieder sagen, ey, lasst eure Handys einfach weg. So, erstens, du schaffst dir diese ganze Erinnerung da gewesen zu sein und dann das zu sehen, vielleicht nochmal aus anderen Blickwinkeln und so, voll geil. Also Real Talk, das ist ja voll geil. Und ich finde es halt krass, so diesen Unterschied zu merken oder zu hören. Zu merken sowieso. So durch die Kopfhörer fühlst du nicht diesen krassen Bass und dir fliegen die Ohren nicht so krass weg. Natürlich, wenn du voll aufdrehst und vielleicht mit Boxen und so, dann nochmal anders. Aber so also für mich war das auch so krass basslastiger, als ich da stand, was es für mich halt nochmal so geiler gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich dieses Set so unfassbar geil. Ja, und hat mich doch irgendwie in Abtempo reingezogen, ne? Ja, von wegen, das dauert noch 5 Jahre. Gut, alles klar. Aber wie gesagt, mega geiles Set. Geil, ich finde diese Ansicht sogar mega geil. Von hier sah das noch nicht mal so krass aus. Ja, mega geil. 10 von 10, hat mich mies abgeholt. Bin ich echt gespannt, was ich noch so verpasst habe, weil wir schauen uns natürlich auch noch andere Sets vom DEFCON an. Ich weiß bloß noch nicht, wann ich das alles hochlade. Und, ja, was so noch alles kommt. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.